Lektion 1. Gemeinsame Leidenschaften. Guten Morgen, Anna. Ich habe mich gefragt, hast du irgendwelche Hobbys oder Interessen, die dir wirklich am Herzen liegen? Oh, das ist eine gute Frage, John. Ich bin eigentlich ziemlich begeistert von ein paar Dingen. Zum einen liebe ich das Malen absolut. Es ist so ein wunderbares kreatives Ventil für mich. Oh wow, das ist unglaublich. Ich habe schon immer Menschen mit einem künstlerischen Talent wie der Malerei bewundert. Es muss so lohnend sein, wunderschöne Kunstwerke zu schaffen. Das ist es wirklich. Es ist einfach so beruhigend und erfüllend, mich in einem Gemälde zu verlieren. Was ist mit dir? Hast du irgendwelche Hobbys, für die du eine Leidenschaft hast? Definitiv. Ich bin ein großer Wanderfan. Es gibt nichts Schöneres, als in die Natur zu gehen und die Natur zu erkunden. Das ist wunderbar, John. Wandern ist eine wunderbare Art, sich mit der Natur um uns herum zu verbinden. Ich verstehe, warum du dich so dafür begeistern würdest. Absolut. Es ist einfach etwas so Friedliches und Verjüngendes, von der Schönheit der Natur umgeben zu sein. Haben Sie schon einmal versucht zu wandern? Weißt du, habe ich nicht, aber ich wollte es schon immer. Es scheint eine so schöne Art zu sein, Zeit zu verbringen. Vielleicht könntest du mich irgendwann auf eine Wanderung mitnehmen und mir die Seile zeigen? Das würde mir gefallen, Anna. Ich würde mich sehr freuen, Ihnen die Freuden des Wanderns näher zu bringen. Wir könnten einen schönen kleinen Tagesausflug auf den Wanderwegen planen. Das klingt unglaublich. Darauf freue ich mich schon. Und vielleicht können wir danach etwas zu Mittag essen und du kannst mir mehr über deine Liebe zur Natur erzählen. Klingt nach einem Plan. Ich muss sicherstellen, dass ich alles Nötige einpacke. Feste Schuhe, Wasser, gesunde Snacks, alles Mögliche. Ich kann dich nicht unvorbereitet da draußen haben, weißt du. Du bist so rücksichtsvoll, John. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst, deine Leidenschaft mit mir zu teilen. Das wird so ein lustiges Abenteuer. Absolut. Ich freue mich darauf, eines meiner Lieblingshobbys mit jemandem zu teilen, der genauso begeistert davon ist. Das wird ein großartiger Tag. Ich kann es kaum erwarten. In Ordnung, fangen wir an, die Details zu planen. Ich bin bereit, wann immer du bist, John. Seien Sie Vorreiter auf unserer Wanderexpedition. Du hast es, Anna. Das wird der Beginn eines schönen neuen Hobbys für dich sein, ich weiß es einfach. Ich freue mich so, dass wir das zusammen teilen können. Ich auch, John. Das wird wunderbar werden. Okay, lassen Sie uns mit der Planung beginnen. Ich bin bereit für meine erste Wanderung mit einem fachkundigen Führer. Wunderbar. In Ordnung, machen wir's. Das wird ein unvergessliches Erlebnis, ich weiß es einfach. Lektion 2. Stylisches Accessoire. Hey Anna, ich wollte dich schon lange nach etwas fragen. Was denkst du über die Rolle von Accessoires in der Mode? Oh, ich bin so froh, dass du das angesprochen hast, John. Ich bin wirklich begeistert von Accessoires und davon, wie sie ein Outfit auf das nächste Level heben können. Ich dachte, du hättest ein paar tolle Einblicke dazu. Accessoires scheinen immer der letzte Schliff zu sein, der einen Look erst richtig ausmacht. Unbedingt. Die richtigen Accessoires können ein schlichtes Outfit komplett in etwas viel Stilvolleres und Persönlicheres verwandeln. Definitiv. Ich bin immer wieder erstaunt,
wie ein paar gut ausgewählte Accessoires einen solchen Unterschied machen können. Es ist, als hätten sie diese magische Kraft. Genau. Dinge wie Schals, Schmuck, Taschen, sogar genau das richtige Paar Schuhe, sie können ein Ensemble total aufwerten. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Und ich denke, viele Menschen unterschätzen, wie wirkungsvoll Accessoires sein können. Sie sind nicht nur ein nachträglicher Einfall. Ich weiß. Accessoires sind ein wichtiger Bestandteil jedes Outfits. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihren persönlichen Stil und Ihr Flair wirklich zum Ausdruck zu bringen. Absolut. Es ist erstaunlich, wie etwas so Einfaches wie eine auffällige Halskette oder ein auffälliges Paar Ohrringe die Stimmung komplett verändern kann. Vollkommen. Und das Beste daran ist, dass Accessoires oft günstiger sind als der Kauf eines ganz neuen Outfits. Sie sind eine einfache Möglichkeit, Ihren Look zu aktualisieren. Das ist ein gutes Argument. Zubehör bietet Ihnen so viel Vielseitigkeit, ohne das Budget zu sprengen. Sie können Ihre Garderobe wirklich maximieren. Genau. Du kannst ein Basic-Teil wie ein weißes T-Shirt oder eine Jeans nehmen und es mit den richtigen Accessoires komplett verändern. Ich liebe diese Idee. Es geht darum, diesen kleinen Feinschliff zu verwenden, um den Dingen ihre eigene, einzigartige Note zu verleihen. Definitiv. Accessoires sind wie das Sahnehäubchen, sie lassen Ihren persönlichen Stil erst richtig durchscheinen. Gut gesagt, Anna. Nach diesem Gespräch habe ich das Gefühl, dass ich die Macht der Accessoires ganz neu zu schätzen weiß. Ich freue mich so, John. Accessoires sind meine Leidenschaft und ich liebe es, diese Begeisterung mit anderen teilen zu können. In der Mode dreht sich alles um Selbstdarstellung. Absolut. Und du hast mich definitiv dazu inspiriert, bei den Accessoires, die ich auswähle, bewusster vorzugehen. Es wird so viel mehr Spaß machen, sich anzuziehen. Ich freue mich sehr, das zu hören, John. Accessoires sind eine wahre Kunstform, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie du ihr deinen eigenen Touch gibst. Nun, Sie sind der Experte, also werde ich Sie auf jeden Fall um Rat fragen. Das wird ein Abenteuer, das ist sicher. Ich kann es kaum erwarten. In Ordnung, lass uns anfangen, ein paar tolle Outfits mit vielen Accessoires zu planen. Das wird fantastisch, John. Darauf kannst du wetten. Okay, gib mir deine besten Accessoires-Tipps, ich bin ganz Ohr. Lektion 3. Teamerfolge feiern. Hey Anna, ich wollte mit dir über etwas sprechen, über das ich bei der Arbeit nachgedacht habe. Was hältst du davon, Teamerfolge mehr zu feiern? Weißt du, das ist eine wirklich tolle Idee, John. Ich denke, die Erfolge des Teams anzuerkennen und zu feiern, kann so motivierend sein. Definitiv. Ich habe das Gefühl, dass wir manchmal so in den Alltag verwickelt sind, dass wir vergessen, einen Schritt zurückzutreten und die Siege zu würdigen. Absolut. Es ist leicht, einfach zur nächsten Herausforderung überzugehen, ohne die harte Arbeit, die in frühere Erfolge gesteckt wurde, richtig anzuerkennen. Genau. Und ich denke, diese Siege zu feiern, egal wie groß oder klein, kann wirklich dazu beitragen, die Moral zu steigern und das Team mit Energie zu versorgen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist ein so wichtiger Teil der Förderung eines positiven, kollaborativen Arbeitsumfelds. Genau. Wenn das Team sieht, dass seine Bemühungen gewürdigt werden, kann es dazu inspirieren, weiter zu pushen und sein Bestes zu geben.
Definitiv. Ein wenig Anerkennung kann viel dazu beitragen, dass Menschen engagiert und motiviert bleiben. Dadurch fühlen sie sich geschätzt. Absolut. Und ich denke, es wäre eine großartige Möglichkeit, das gesamte Team zusammenzubringen, weißt du? Binden Sie alle in die Feier ein. Das ist eine fantastische Idee, John. Teambuilding-Aktivitäten rund um das Feiern von Erfolgen könnten so viel Spaß machen und diese Bindungen wirklich stärken. Definitiv. Vielleicht könnten wir sogar ein bisschen kreativ werden und uns ein paar einzigartige Möglichkeiten einfallen lassen, das Team wiederzuerkennen. Oh, ich liebe das. Wir könnten so etwas wie eine Preisverleihung oder einen besonderen Teamausflug machen. Begeistern Sie die Leute dafür. Genau. Solche kleinen Dinge können einen großen Unterschied machen. Es zeigt, dass Sie Gedanken und Mühe darauf verwenden, Ihre Arbeit zu würdigen. Absolut. Je persönlicher und nachdenklicher, desto besser. Dadurch fühlt sich die Feier so viel bedeutungsvoller an. Ich könnte nicht mehr zustimmen. In Ordnung, lass uns anfangen, ein paar Ideen zu besprechen. Ich freue mich darauf, das in Gang zu bringen und die Teammoral zu steigern. Ich auch, John. Das wird großartig. Ich kann bereits spüren, wie sich Energie und Aufregung aufbauen. Lass uns das machen. Wunderbar. Okay, lassen Sie uns der Kreativität freien Lauf lassen. Ich habe das Gefühl, dass das eine großartige Initiative wird. Ich bin bei dir, John. Das wird ein echter Wendepunkt sein. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie das Team darauf reagiert. Absolut. In Ordnung, lass uns anfangen. Das wird der Beginn von etwas ganz Besonderem sein, ich weiß es einfach. Lektion 4. Energetisierendes Frühstück. Hey Anna, kann ich dich etwas fragen? Hast du je nachdem, was du zum Frühstück isst, einen Unterschied in deinem Energieniveau bemerkt? Das ist eine gute Frage, John. Weißt du, darüber habe ich in letzter Zeit viel nachgedacht. Ich finde, wenn ich ein größeres, reichhaltigeres Frühstück esse, fühle ich mich den ganzen Tag über viel energiegeladener. Ich freue mich, dass du das auch bemerkt hast. Genau aus diesem Grund habe ich versucht, bei der Auswahl meines Frühstücks achtsamer zu sein. Absolut. Es macht einen so großen Unterschied, nicht wahr? Ein größeres Frühstück mit Dingen wie Vollkornprodukten, Protein und gesunden Fetten scheint mir einfach diesen zusätzlichen Schub zu geben. Definitiv. Ich habe festgestellt, dass, wenn ich nur etwas Kleines wie ein Stück Toast oder einen Müsliriegel esse, ich am Vormittag vorbeischleppe. Aber eine herzhaftere Mahlzeit macht mich wirklich fit. Genau. Es hat etwas, den Tag mit einem sättigenderen, nährstoffreicheren Frühstück zu beginnen, das Sie einfach auf Erfolgskurs bringt. Es ist wie Treibstoff für Körper und Geist. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Haben Sie Frühstücksoptionen, die Sie besonders anregend finden? Oh, gute Frage. Ich liebe Dinge wie Haferflocken mit Nüssen und Beeren oder ein Omelett voller Gemüse. Diese neigen dazu, mich stark zu machen. Die klingen köstlich und super sättigend. Ich habe versucht, mehr Protein in mein Frühstück aufzunehmen, wie Eier oder griechischen Joghurt. Das ist eine fantastische Idee, John. Protein ist so wichtig für anhaltende Energie und Konzentration. Ich wette, Sie spüren an den Tagen, an denen Sie das haben, einen echten Unterschied im Vergleich zu etwas Leichterem. Absolut. Es ist erstaunlich,
wie nur ein paar einfache Änderungen an meinem Frühstück dazu führen können, dass ich mich den ganzen Tag über so viel wacher und produktiver fühle. Definitiv. Es ist erstaunlich, welche Wirkung unser morgendliches Essen haben kann. Ich freue mich, dass wir uns einig sind, was die Bedeutung eines herzhaften Frühstücks angeht. Ich auch. In Ordnung. Ich werde auf jeden Fall einige deiner Lieblingsfrühstücksoptionen ausprobieren müssen. Zeit, die Dinge auf den Kopf zu stellen und zu sehen, ob ich meine Energie noch weiter steigern kann. Ich denke, du wirst wirklich einen Unterschied bemerken, John. Lass mich wissen, was du denkst, wenn du ein paar dieser Frühstücke ausprobiert hast. Wird reichen. In Ordnung. Ich freue mich darauf, das in die Praxis umzusetzen. Danke für die tollen Tipps, Anna. Auf anregendere Vormittage. Unbedingt. Ich freue mich, dass ich teilen konnte, was für mich funktioniert hat. Prost darauf, unseren Tag auf die richtige Art und Weise zu beleben. Das wird großartig. Darauf kannst du wetten. In Ordnung. Ich mache mich auf den Weg, um mein nächstes supergeladenes Frühstück zu planen. Bis bald, Anna. Lektion 5. Durchqueren der bisonreichen Prärie. Woa, Anna, du wirst nie glauben, worüber ich gerade in diesem alten Geschichtsbuch gelesen habe, das ich gefunden habe. Hast du je von den großen Bisonherden gehört, die früher die Prärie durchstreiften? Nein, ich kann nicht sagen, dass ich das getan habe, John. Das klingt allerdings absolut faszinierend. Erzählen Sie mir mehr über diese riesigen Bisonherden. Nun, offenbar waren die Prärien damals die Heimat dieser riesigen wandernden Bisonherden, von denen es manchmal Millionen waren. Millionen. Das ist einfach unglaublich. Ich kann mir nicht einmal vorstellen, wie es gewesen sein muss, eine Herde dieser Größe durch die offenen Ebenen streifen zu sehen. Ich weiß, oder? In dem Buch heißt es war wirklich ein unvergesslicher Anblick. Es stellte aber auch eine große Herausforderung für frühe Pioniere und Reisende dar. Ach, wie denn? Ich schätze, Millionen von riesigen Bisons herumwandern zu lassen, war nicht gerade einfach übers Land zu reisen. Genau. In dem Buch heißt es, dass es manchmal unglaublich schwierig war, die Prärie zu durchqueren, weil diese riesigen Herden den Weg versperrten. Wow, das kann ich mir nur vorstellen. Es muss so gewesen sein, als würde man versuchen, durch ein Meer von zotteligen, holpernden Tieren zu fahren. Das wäre furchtbar. Absolut. Die Pioniere müssten geduldig warten, bis die Herde vorbeizieht, oder kreative Wege finden, um sie zu umgehen. Stell dir vor, du versuchst, einen Wagen durch das zu führen. Meine Güte, das klingt nach einer ziemlichen Tortur. Ich bin mir sicher, dass es viel Geduld und Einfallsreichtum gekostet hat, sich in diesen bisonreichen Prärien zurechtzufinden. Das hast du richtig verstanden. Dem Buch zufolge waren die Herden so riesig, dass es manchmal Stunden oder sogar Tage dauern konnte, bis sie vergehen. Unglaublich. Es ist erstaunlich, darüber nachzudenken, wie dramatisch sich die Landschaft und die Tierwelt damals unterschieden. Das müssen einige wilde Zeiten gewesen sein. Kein Scherz. Dieser Blick in die Vergangenheit fasziniert mich wirklich. Es lässt mich verstehen, wie sehr sich die Welt verändert hat. Definitiv. Es ist demütigend zu erkennen, wie drastisch sich die Umwelt und das Ökosystem im Laufe der Jahrhunderte verändert haben. Diese riesigen Bisonherden sind schon lange weg. Ja, das ist ziemlich bemerkenswert. Ich bin fast traurig, dass ich diese majestätischen Kreaturen nie gesehen habe, die frei über die offenen Ebenen streifen. Ich weiß, was du meinst. Es muss ein beeindruckender Anblick gewesen sein. Obwohl ich denke, wir sollten dankbar sein,
dass die Prärien heutzutage etwas schiffbarer sind. Haha, das ist sehr wahr. Gelegentlich nehme ich Hirsche oder Kojoten davon ab, jeden Tag einen Fluss voller Bison durchqueren zu müssen. Aber es ist immer noch faszinierend, etwas darüber zu erfahren. Absolut. Das war so ein interessantes Gespräch. John, danke, dass du dieses kleine Stück Geschichte mit mir geteilt hast. Es rückt die Dinge wirklich ins rechte Licht. Das freut mich, Anna. Ich freue mich einfach, Ihnen die mächtigen Bisonherden der Vergangenheit vorstellen zu können. Etwas über die Natur zu lernen, ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Nun, du hast sicherlich meine Neugier geweckt. Ich muss schauen, ob ich das Buch finde, das du erwähnt hast. Das ist die Art von historischem Leckerbissen, über die ich gerne lerne. Super, ich freue mich, dein Interesse geweckt zu haben. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie auf weitere faszinierende Fakten über diese Bisonherden stoßen. Ich würde gerne mehr hören. Werde ich tun, John. In Ordnung, ich mache mich auf den Weg, um etwas zu recherchieren. Das war ein wunderbar informatives Gespräch. Ich kann es kaum erwarten, tiefer in die Geschichte der Prärie einzutauchen. Hört sich gut an, Anna. Viel Spaß bei der Recherche. Ich bin mir sicher, dass Sie alle möglichen erstaunlichen Details über diese unglaublichen Bisonherden entdecken werden. Lektion 6: Einkaufsbummel mit der Familie. Hey Anna, ich habe gehört, dass du dieses Wochenende einen großen Familieneinkaufstrip planst. Brauchen Sie Hilfe, um alles zu organisieren? Warum? Das ist so nett von dir, John. Ich würde mich absolut über Hilfe freuen. Es gibt einfach so viel zu koordinieren, wenn man eine ganze Crew einkaufen muss. Das kann ich mir nur vorstellen. Der Versuch, die perfekten Geschenke für alle zu finden, muss eine ziemliche Herausforderung sein. Aber ich helfe gerne, so gut ich kann. Du bist der Beste, John. Ich bin sicher, mit deiner Hilfe können wir es zu einer wirklich unterhaltsamen und erfolgreichen Einkaufstour machen. Jeder wird von seinen neuen Leckereien begeistert sein. Nun, ich freue mich, daran beteiligt zu sein. Wo sollten wir deiner Meinung nach anfangen? Ich stelle mir einen Einkaufsbummel mit der ganzen Familie vor, das funktioniert. Ich auch. Okay, mal sehen. Ich dachte, wir gehen zuerst ins Einkaufszentrum und schauen uns einige der Bekleidungsgeschäfte an. Die Kinder wachsen so schnell, dass sie neue Schränke brauchen. Gute Entscheidung. Hab sie doch nicht im Hochwasser herumlaufen lassen, oder? Sobald wir das Nötigste geklärt haben, können wir zu den lustigen Dingen übergehen. Definitiv. Ich hatte gehofft, ein paar coole neue Spielzeuge und Spiele zu finden, die die ganze Familie genießen kann. Begeistern Sie alle für Familienspielabende. Ich liebe es. Wir werden sicherstellen, dass wir die Spielzeug- und Spielesektionen besuchen und uns mit neuer Unterhaltung eindecken. Wir müssen die Kinder unterhalten, weißt du? Absolut. Und vielleicht finden wir sogar ein paar kleine Überraschungsleckereien oder Schmuckstücke, um es zu etwas ganz Besonderem zu machen. Die Kinder werden überglücklich sein. Daran habe ich keinen Zweifel. In Ordnung, fangen wir an, einen Spielplan auszuarbeiten. Wir haben an diesem Wochenende viel zu tun. Das hast du richtig verstanden. Okay, mal sehen. Zuerst Klamottenläden, dann Spielzeug und Spiele, und nebenbei packen wir noch ein paar zusätzliche Überraschungen rein. Klingt für mich nach der perfekten Einkaufsroute für Familien. Ich kriege den Kick, wenn ich nur an all die Schätze denke, die wir entdecken werden. Ich auch. Das wird so viel Spaß machen. Ich bin wirklich dankbar, dich dabei zu haben, John.
Das wird den ganzen Prozess so viel reibungsloser machen. Ich helfe gerne, Anna. Ich kann alles tun, damit der Einkaufstag Ihrer Familie ein voller Erfolg wird. Lassen Sie uns Ihnen das ultimative Einkaufserlebnis bieten. Unbedingt. In Ordnung, lass uns das machen. Ich kann es kaum erwarten, Ihre Gesichtsausdrücke zu sehen, wenn wir mit all unseren Leckereien zusammenrollen. Das wird unglaublich. Darauf kannst du wetten. Okay, zeig mir den Weg, Anna. Ich bin direkt hinter dir, bereit, dieses Shopping-Spektakel direkt in Angriff zu nehmen. Wunderbar. In Ordnung. Bringen wir diese Show auf die Straße. Ich habe das Gefühl, dass das ein unvergessliches Erlebnis sein wird. Zeit zum Shoppen bis zum Umfallen. Du weißt es. In Ordnung, lass uns das machen, Anna. Das wird ein Einkaufsbummel mit der Familie, den Sie nie vergessen werden. Lektion 7. Die Freuden des Charity-Shoppings. Hey Anna, kann ich dich zu etwas nach deiner Meinung fragen? Was hältst du vom Einkaufen in Wohltätigkeitsläden? Oh, ich bin so froh, dass du das angesprochen hast, John. Ich liebe es absolut, in Wohltätigkeitsläden einzukaufen. Ich denke, sie sind so ein verstecktes Juwel. Ich auch. Die Schätze, die man dort finden kann, haben einfach etwas ganz Besonderes. Und es ist eine großartige Möglichkeit, gute Zwecke zu unterstützen. Definitiv. Die Auswahl ist immer so einzigartig und interessant. Und die Preise sind im Vergleich zu regulären Geschäften einfach unschlagbar. Vollkommen. Ich habe das Gefühl, dass ich solche Unikate finden kann, die wirklich meinen persönlichen Stil widerspiegeln. Es ist jedes Mal wie eine Schatzsuche. Genau. Ich liebe den Nervenkitzel der Jagd und die Befriedigung, ein tolles Angebot für etwas ganz Besonderes zu erzielen. Absolut. Und das Beste daran ist, du weißt, dass das Geld für einen guten Zweck verwendet wird. Es fühlt sich einfach so gut an, die Community zu unterstützen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Wohltätigkeitsläden sind eine echte Win-Win-Situation. Sie können unglaubliche Dinge finden und gleichzeitig eine positive Wirkung erzielen. Definitiv. Ich finde, mehr Leute sollten sie ausnutzen, weißt du? Die Vorteile liegen einfach auf der Hand. Ich stimme zu. Ich denke, viele Leute haben immer noch das Missverständnis, dass Wohltätigkeitsläden nur voller Müll sind. Aber das könnte nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Genau. Die Qualität und Vielfalt der Artikel können genauso gut, wenn nicht sogar besser sein als in normalen Einzelhandelsgeschäften. Du musst nur unvoreingenommen bleiben. Absolut. Und die Auswirkungen auf die Umwelt sind auch viel besser. Es ist eine viel nachhaltigere Art einzukaufen. Definitiv ein großer Vorteil. Ich finde es toll, dass Sie einzigartige, gebrauchte Artikel finden können, anstatt immer brandneue zu kaufen. Ich auch. Es ist einfach eine bewusstere, umweltfreundlichere Art einzukaufen. Ich wünschte, mehr Leute würden es versuchen. Ich stimme zu, wir sollten das Wort auf jeden Fall verbreiten. Wohltätigkeitsläden verdienen viel mehr Anerkennung für all das Gute, das sie tun. Absolut. Ich werde es mir zur Aufgabe machen, mehr Menschen für die Freuden des Charity-Shoppings zu begeistern. Es ist ein Wendepunkt. Ich liebe es, Anna. Mit ihrer Begeisterung habe ich keinen Zweifel, dass Sie in der Lage sein werden, viele Menschen zu bekehren. Ich freue mich schon auf unsere nächste Schatzsuche.
Je, ich bin so froh, dass du an Bord bist, John. Das wird so viel Spaß machen. In Ordnung, lass uns anfangen, Wege zu finden, um die Liebe zum Wohltätigkeitsladen zu verbreiten. Du hast es. Ich bin ganz Ohr. Das ist der Beginn von etwas Großem, ich kann es einfach fühlen. Die Renaissance des Charity-Shops steht vor der Tür. Haha, ich liebe deine Energie, John. In Ordnung, lass uns das machen. Zeit, der Welt zu zeigen, welche tollen Fundstücke im örtlichen Wohltätigkeitsladen auf sie warten. Absolut. Geh voran, Anna. Ich stehe direkt hinter dir und bin bereit, einige versteckte Juwelen zu entdecken und eine großartige Sache zu unterstützen. Wunderbar. In Ordnung. Lassen Sie uns diese Wohltätigkeits-Shopping-Bewegung ins Leben rufen. Das wird episch, John. Das kann ich kaum erwarten. Ich auch nicht. Okay, schlag mich mit deinen besten Ideen. Ich freue mich darauf, die Nachricht zu verbreiten und mehr Menschen für Wohltätigkeitseinkäufe zu begeistern. Lektion 8. Den Trafalgar Square entdecken. Hallo Anna, wusstest du, dass der Trafalgar Square in London von einem einzigen Architekten entworfen wurde? Wirklich. Das wusste ich nicht. Wer war der Architekt, der für das gesamte Layout verantwortlich war? Es war Sir Charles Barry, derselbe Architekt, der die Houses of Parliament entwarf. Wow, das ist beeindruckend. Ich dachte immer, Trafalgar Square wäre nur eine Ansammlung verschiedener Elemente, die zusammengefügt wurden. Nein, das alles wurde von Barry als zusammenhängender öffentlicher Raum entworfen. Er fügte sogar die ikonische Nelson-Säule als Herzstück hinzu. Das ist unglaublich. Ich frage mich, was seine Inspiration für das Design war. Nun, Barry war für seinen neoklassizistischen Stil bekannt, also wollte er einen großen, symmetrischen Platz schaffen, der die Besucher beeindrucken würde. Und das gelingt ihr auf jeden Fall. Der Trafalgar Square ist so ein ikonischer und wunderschöner Ort. Absolut. Es ist zu einem der bekanntesten Wahrzeichen Londons geworden, alles dank der Vision eines brillanten Architekten. Es zeigt nur, was ein einziger kreativer Kopf erreichen kann. Der Trafalgar Square ist ein wahrer Beweis für Sir Charles Barrys Talente. Definitiv. Ich liebe es, solche architektonischen Juwelen und die Geschichten dahinter zu entdecken. Ich auch. Es lässt einen den Ort so viel mehr schätzen, wenn man die Geschichte und das Design dahinter kennt. Genau. Der Trafalgar Square ist heute mehr als nur eine Touristenattraktion, er ist ein Kunstwerk. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Danke, dass du diese faszinierenden Informationen geteilt hast, John. Das freut mich, Anna. Wenn Sie mehr von Londons architektonischen Wundern erkunden möchten, lassen Sie es mich einfach wissen. Lektion 9. Die Reiseroute verfeinern. Hey Anna, ich versuche meine Reiseroute für die Reise einzugrenzen, aber es gibt einfach so viel zu sehen. Hast du irgendwelche Tipps? Unbedingt. Was für Dinge würdest du am meisten sehen oder tun? Nun, ich möchte alle wichtigen Sehenswürdigkeiten besuchen, aber ich möchte auch einige versteckte Juwelen und einzigartige Erlebnisse finden. Das macht Sinn. Haben Sie Nachforschungen angestellt, um ein Gefühl für die Sehenswürdigkeiten zu bekommen, die Sie gesehen haben müssen? Ja, ich habe mir das angeschaut, aber es gibt fast zu viele Informationen da draußen. Ich fühle mich ein bisschen überfordert.
Ich verstehe das Gefühl. Vielleicht können wir zusammenarbeiten, um Ihnen zu helfen, Ihre Pläne zu priorisieren und zu optimieren. Das wäre unglaublich. Wo schlägst du vor, dass ich anfange? Okay, lassen Sie uns das Schritt für Schritt durchdenken. Erstellen Sie zunächst eine Liste der 5 bis 10 wichtigsten Dinge, die Sie auf keinen Fall verpassen möchten. In Ordnung, lass mich das aufschreiben. Der Tower of London, der Buckingham Palace und das British Museum stehen definitiv auf meiner Liste. Toller Start. Was erwägen Sie sonst noch? Ich dachte auch darüber nach, eine Kreuzfahrt entlang der Themse zu machen und einige der Viertel wie Soho und Covent Garden zu erkunden. Das klingt nach fantastischen Ergänzungen. Mit diesen als Ausgangspunkt können wir beginnen, den Rest Ihrer Reiseroute auszuarbeiten. Hört sich gut an. Hast du irgendwelche Empfehlungen für versteckte Juwelen oder einzigartige Erlebnisse, die ich mir ansehen sollte? Unbedingt. Haben Sie darüber nachgedacht, eines der historischen Pubs der Stadt zu besuchen oder eine kulinarische Tour zu unternehmen? Oh, eine Foodtour klingt genau das Richtige für mich. Irgendwelche besonderen, die du vorschlagen würdest? Lassen Sie mich ein bisschen mehr recherchieren und ich kann Ihnen einige Optionen schicken, die Ihren Interessen entsprechen. Auf diese Weise können wir das wirklich zu einer fantastischen Reiseroute verfeinern. Du bist die Beste, Anna. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst, mir dabei zu helfen. Natürlich. Ich helfe gerne mit. Schicken Sie mir einfach die Liste Ihrer Orte, die Sie gesehen haben müssen, und ich mache mich an die Arbeit. Wird reichen. Das wird die Planung so viel einfacher machen. Nochmals vielen Dank. Lektion 10. Versteckte Juwelen entdecken. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, während meiner Reise einige Flohmärkte und Antiquitätenläden zu besuchen. Was denkst du? Oh, das ist eine fantastische Idee. Flohmärkte sind eine großartige Möglichkeit, versteckte Juwelen und einzigartige Funde zu entdecken. Genau. Ich liebe den Nervenkitzel der Jagd, weißt du? Man weiß nie, auf welche Schätze man stoßen könnte. Absolut. Und London hat einige der besten Flohmärkte und Antiquitätenläden der Welt. Haben Sie bestimmte im Sinn? Noch nicht, aber ich hatte gehofft, Sie könnten einige Empfehlungen haben. Ich möchte sicher gehen, dass ich die richtigen Stellen treffe. Natürlich. Camden Market ist ein Klassiker, hier gibt es alles, von Vintage-Kleidung bis hin zu seltenen Sammlerstücken. Camden Market, verstanden. Was sollte ich mir noch ansehen? H&M, die Portobello Road in Notting Hill ist eine weitere Ikone. Sie haben eine tolle Auswahl an Antiquitäten und Schnickschnack. Portobello Rot, ausgezeichnet. Sollte ich der Liste noch etwas hinzufügen? Nun, wenn Sie wirklich einige versteckte Juwelen entdecken möchten, würde ich vorschlagen, einige der kleineren, weniger bekannten Märkte zu besuchen. Wie was? Ich bin ganz Ohr. In Islington gibt es einen großartigen kleinen Flohmarkt namens Chapel Market, auf dem Sie einzigartige Gegenstände finden können. Oh, der Chapel Market, das klingt genau nach meinem Geschmack. Ich werde das auf jeden Fall zu meiner Liste hinzufügen. Auf jeden Fall. Und haben Sie keine Angst, ein bisschen von den ausgetretenen Pfaden abzuweichen. Sie wissen nie, welche Schätze Sie finden könnten. Das ist ein gutes Argument.
Ich werde unvoreingenommen bleiben und so viel wie möglich erkunden. Hervorragend. Ich bin sicher, Sie werden eine tolle Zeit bei der Suche nach diesen versteckten Juwelen haben. Ich kann es kaum erwarten. Vielen Dank für die tollen Empfehlungen, Anna. Du bist ein Lebensretter. Ich helfe gerne weiter. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Tipps benötigen, wenn Sie Ihre Flohmarkt-Reiseroute fertigstellen. Wird reichen. Das wird meine Reise noch spezieller machen. Lektion 11. Reiseempfehlungen teilen. Hey Anna, ich bin auf diese wirklich coole Fotoausstellung gestoßen, von der ich denke, dass du sie lieben würdest. Oh, wirklich? Worum geht es? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Kunst- und Kulturerlebnissen. Es dreht sich alles um die versteckte Architektur Londons. Der Fotograf hat diese unglaublichen Details und Blickwinkel eingefangen, die Sie normalerweise nicht bemerken. Faszinierend. Das würde ich mir gerne ansehen. Wo findet die Ausstellung statt? Es ist in diesem kleinen Galerieraum in Shoreditch. Ich kann dir den Link zu den Veranstaltungsdetails später schicken. Shoreditch, Das ist so ein lebendiges und kreatives Viertel. Das muss ich meiner Liste hinzufügen. Definitiv. Und wenn du in der Gegend bist, solltest du auch dieses tolle kleine Café besuchen, das ich gefunden habe. Oh, eine neue Kaffeeempfehlung? Erzählen Sie mir, ich bin immer auf der Suche nach gutem Kaffee und Gebäck. Es heißt Climson und Songs. Sie rösten ihre eigenen Bohnen und die Atmosphäre ist einfach so gemütlich und einladend. Climson und Songs, verstanden. Da schaue ich auf jeden Fall auch vorbei. Danke für die tollen Tipps, John. Natürlich. Ich dachte, Sie würden es schätzen, einige dieser versteckten Juwelen zu entdecken. Unbedingt. Du weißt, wie sehr ich es liebe, einzigartige und abgelegene Orte zu finden. Deshalb wollte ich sie mit dir teilen. Ich bin sicher, du wirst sowohl die Fotoausstellung als auch das Café lieben. Ich kann es kaum erwarten, sie mir anzusehen. Ich werde Sie wissen lassen, was ich denke, nachdem ich die Gelegenheit hatte, Sie zu besuchen. Hört sich gut an. Und ich gebe Ihnen gerne weitere Empfehlungen, wenn Sie sie benötigen. Das wäre wunderbar. Ich bin mir sicher, dass Ihre Ortskenntnisse bei der Planung des Restes meiner Reiseroute von Nutzen sein werden. Definitiv. Lassen Sie mich einfach wissen, was Sie sonst noch interessiert, und ich werde mein Bestes tun, um Sie in die richtige Richtung zu weisen. Wird reichen. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese großartigen Funde mit mir zu teilen. Es war mir eine Freude. Ich freue mich immer, einem Mitreisenden zu helfen, neue und aufregende Dinge zu entdecken. Du bist der Beste, John. Ich freue mich darauf, diese und weitere Orte auf meiner Reise zu erkunden. Hervorragend. Ich kann es kaum erwarten, alles über deine Abenteuer zu erfahren. Lektion 12. Den Jetlag überwinden. Hey Anna, ich wollte dich etwas fragen. Wie gehst du normalerweise mit Jetlag um, wenn du reist? Jetlag, der Fluch der Existenz eines jeden Reisenden. Es kann so ein Kampf sein, nicht wahr? Erzähl mir davon. Ich komme gerade von einer langen Reise zurück und fühle mich immer noch total ausgelöscht.
Ja, das klingt nach Jetlag, okay. Ich habe es auch nach meinem letzten Auslandsflug. Es ist das Schlimmste. Ich weiß. Hast du irgendwelche Tipps, um schneller darüber hinwegzukommen? Ich möchte unbedingt wieder zu einem normalen Schlafrhythmus zurückkehren. Nun, es gibt ein paar Dinge, die in der Vergangenheit für mich funktioniert haben. Versuchen Sie in erster Linie, sich so schnell wie möglich an die neue Zeitzone anzupassen. Okay, was meinst du damit genau? Sobald Sie gelandet sind, beginnen Sie, Ihre Routine an die Ortszeit anzupassen. Gehen Sie ins Bett und wachen Sie zu den entsprechenden Zeiten auf. Ich verstehe. Das macht Sinn. Lange wach zu bleiben und auszuschlafen macht den Jetlag nur noch schlimmer, nicht wahr? Genau. Es geht darum, deinen Körper zu trainieren, sich zu akklimatisieren. Essen Sie auch zu den richtigen Zeiten. Ich hab's. Was würdest du sonst empfehlen? Hydratisiert zu bleiben und sich leicht zu bewegen, kann auch helfen, Jetlag zu bekämpfen. Selbst ein kurzer Spaziergang kann einen Unterschied machen. Flüssigkeitszufuhr und Bewegung, gute Wahl. Sollte ich sonst noch etwas beachten? Ein letzter Tipp. Versuchen Sie, Ihren Koffein- und Alkoholkonsum zu begrenzen. Diese können deinen Schlaf stören und dazu führen, dass der Jetlag anhält. Das wird hart. Aber ich werde mein Bestes tun, um all deinen Ratschlägen zu folgen. Hoffentlich hilft es mir, wieder auf Kurs zu kommen. Ich bin mir sicher, dass es so sein wird. Hab einfach Geduld mit dir selbst und höre auf deinen Körper. Jetlag kann schwierig sein, aber er wird vorübergehen. Ich schätze die Tipps, Anna. Es ist gut zu wissen, dass ich in diesem Kampf nicht allein bin. Unbedingt. Wir erfahrenen Reisenden müssen zusammenhalten. Lassen Sie mich wissen, ob die Jetlag-Mittel bei Ihnen wirken. Wird reichen. Nochmals vielen Dank, du bist ein Lebensretter. Ich helfe gerne weiter. Ich wünsche Ihnen eine schnelle Erholung vom Jetlag. Genieße es, wieder in deine Routine zurückzukehren. Danke, ich werde mein Bestes geben. Bis bald. Lektion 13. Organisch werden. Eigentlich ja. In letzter Zeit wollte ich auf mehr Biomarken umsteigen. Was denkst du darüber? Die Bio-Bewegung. Sie hat in letzter Zeit wirklich viel an Fahrt gewonnen, nicht wahr? Ich denke, es ist eine gute Wahl. Ja, ich bin neugierig, mehr über die Vorteile zu erfahren. Warum hast du dich für den biologischen Weg entschieden? Nun, für mich ging es hauptsächlich darum, zu versuchen, meinen Kontakt mit all den aggressiven Chemikalien und Zusatzstoffen in herkömmlichen Produkten zu reduzieren. Das macht Sinn. Ich habe gehört, dass Bio auch besser für die Umwelt sein kann. Ist dir das aufgefallen? Definitiv. Die Praktiken des ökologischen Landbaus sind in der Regel viel nachhaltiger und umweltfreundlicher. Es ist eine Win-Win-Situation. Interessant. Und was ist mit den Kosten? Ist Bio in der Regel nicht teurer? Sie haben recht, der Preis kann höher sein, aber ich denke, es lohnt sich für die Qualität und den Seelenfrieden. Das ist ein gutes Argument. Haben Sie Tipps, um erschwingliche Bio-Optionen zu finden? Unbedingt. Auf Bauernmärkten einzukaufen,
einer CSA beizutreten und nach Bioprodukten von Eigenmarken zu suchen, kann dazu beitragen, die Kosten niedrig zu halten. Ich muss mir diese Optionen ansehen. Sollte ich sonst noch etwas beachten, wenn ich mit dem Übergang beginne? Nun, seien Sie darauf vorbereitet, dass die Aromen und Texturen etwas anders sind, als Sie es gewohnt sind. Bioprodukte haben zum Beispiel oft einen kräftigeren Geschmack. Gut zu wissen. Ich muss meinen Gaumen etwas anpassen. Irgendwelche anderen Ratschläge, bevor ich eintauche? Mach es einfach einen Schritt nach dem anderen. Haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie Ihren gesamten Lebensstil über Nacht überarbeiten müssen. Kleine Schritte sind der Schlüssel. Das ist eine Erleichterung. Ich möchte nicht überwältigt werden und aufgeben. Allmähliche Veränderungen klingen nach dem richtigen Weg. Genau. Konzentrieren Sie sich zunächst darauf, ein oder zwei Ihrer am häufigsten verwendeten Produkte auszutauschen. Bauen Sie von dort aus auf. Klingt nach einem Plan. Danke für all die hilfreichen Tipps, Anna. Ich fühle mich viel besser informiert und bereit, auf Bio umzusteigen. Ich freue mich, dass ich einige nützliche Einblicke geben konnte. Lassen Sie mich wissen, wie es läuft, wenn Sie mit dem Übergang beginnen. Wird reichen. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir das zu erklären. Es ist eine große Veränderung, aber ich freue mich darauf, es auszuprobieren. Das ist wunderbar, John. Ich bin sicher, du wirst froh sein, dass du es getan hast. Ich wünsche Ihnen viel Glück auf Ihrer Bio-Reise. Danke, das werde ich bestimmt. In Ordnung, Zeit, in den Laden zu gehen und anzufangen, Vorräte aufzufüllen. Lektion 14. Die Entwicklung des Jazz. Hey Anna, wusstest du, dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine voll entwickelte Form des Jazz-Blues genannt wurde? Interessant, ich wusste nicht, dass der Blues als eine frühe Form des Jazz angesehen wurde. Kannst du mir mehr über die Ursprünge und die Entwicklung des Jazz erzählen? Unbedingt. Die Wurzeln des Jazz lassen sich in afroamerikanischen Gemeinden, insbesondere in New Orleans, bis ins späte 19. Jahrhundert zurückverfolgen. New Orleans, Was ist dort passiert, was zur Geburt dieses neuen Musikgenres geführt hat? Nun, die Stadt war ein Schmelztiegel der Kulturen, hier kamen Einflüsse aus Ragtime, Gospel, Blues und sogar karibischer Musik zusammen. Wow, das muss diesen unglaublich lebendigen und einzigartigen Sound erzeugt haben. Wie hat sich der Jazz von diesen frühen Ursprüngen in New Orleans aus entwickelt? Als sich der Jazz in anderen Städten wie Chicago und New York ausbreitete, begann er sich zu entwickeln und zu diversifizieren. Sie hatten den Aufstieg verschiedener Subgenres wie Swing, Bebop und Cool Jazz. Faszinierend. Jeder von ihnen muss seinen eigenen Stil und seine eigene Instrumentierung gehabt haben. Was waren einige der wichtigsten Unterschiede? Swing zum Beispiel war bekannt für seine lebendigen, tanzbaren Rhythmen und seinen Big Band Sound. Bebop hingegen war komplexer und improvisierter. Ah ja, ich kann mir den Unterschied in der Energie und der allgemeinen Stimmung zwischen diesen beiden Stilen vorstellen. Was ist mit Cool Jazz? Wie passte das in die Entwicklung? Cool Jazz entstand in den 1950er Jahren als gedämpfteres und zerebrales Gegenstück zur Intensität des Bebop. Es hatte eine eher introspektive, atmosphärische Qualität. Das ist wirklich interessant. Es ist erstaunlich zu sehen, wie sich der Jazz im Laufe der Jahrzehnte ständig neu erfand und sich in neue Richtungen entwickelte.
Absolut. Jazz hat eine so reiche und faszinierende Geschichte. Es ist eine der wirklich großen amerikanischen Kunstformen. Ich stimme voll und ganz zu. Die Entwicklung des Jazz zu verfolgen ist wie eine Reise durch die Musik und Kultur des 20. Jahrhunderts. Es ist unendlich faszinierend. Definitiv. Ich könnte stundenlang über dieses Thema sprechen. Es gibt einfach so viel Tiefe und Nuancen zu entdecken. Nun, du hast sicherlich meine Neugier geweckt. Ich werde etwas mehr über die Geschichte des Jazz recherchieren müssen. Danke für den wunderbaren Überblick, John. Es war mir eine Freude. Ich freue mich immer, meine Liebe zur Musik zu teilen, besonders wenn es um die unglaubliche Kunst des Jazz geht. Das merke ich. Ihre Leidenschaft für das Thema kommt wirklich zum Vorschein. Ich freue mich darauf, tiefer in dieses unglaubliche musikalische Erbe einzutauchen. Hervorragend. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie jemals weiter über Jazz sprechen möchten. Ich würde mich sehr freuen, mit Ihnen darüber zu sprechen. Darauf kannst du zählen. Jazz hat dank dieser aufschlussreichen Konversation einen neuen Fan in mir. Wunderbar. Es freut mich, dass ich Ihr Interesse an dieser wirklich bemerkenswerten und zeitlosen Musikrichtung wecken konnte. Lektion 15. Die Bedürfnisse der Gäste antizipieren. Natürlich bringe ich sofort eine zusätzliche Decke auf dein Zimmer. Kann ich sonst noch etwas tun, um Ihren Aufenthalt angenehmer zu gestalten? Das ist so nett von dir, danke. Das Zimmer fühlt sich tatsächlich ein bisschen kühl an. Wäre es möglich, auch den Thermostat einzustellen? Absolut, überhaupt kein Problem. Lass mich das jetzt für dich erledigen. Wir möchten sicherstellen, dass Sie es gemütlich und warm haben. Ich schätze Ihre Aufmerksamkeit sehr. Es macht schon einen großen Unterschied. Oh, und wäre es in Ordnung, wenn ich morgen eine spätere Abreisezeit anfragen würde? Natürlich arrangieren wir gerne einen späteren Checkout für Sie. Lassen Sie mich das einfach im System notieren. Wunderbar, danke. Ich habe morgen früh ein Meeting. Die zusätzliche Zeit wird also sehr hilfreich sein. Hervorragend, ich freue mich, dass ich dabei helfen konnte. Kann ich sonst noch etwas tun, um Ihren Aufenthalt angenehmer zu gestalten? Lass mich nachdenken. Oh, wäre es möglich, einen kleinen Kühlschrank im Zimmer zu haben? Ich habe ein paar Reste, die ich gerne gekühlt aufbewahren würde. Absolut, wir können auf jeden Fall sofort einen Mini-Kühlschrank auf Ihr Zimmer liefern lassen. Sonst noch etwas? Ich denke, das deckt es vorerst ab. Vielen Dank. Ich bewundere Ihren proaktiven und aufmerksamen Service wirklich. Es ist mir ein Vergnügen, Ma'am. Ein außergewöhnliches Gästeerlebnis zu bieten, hat für uns oberste Priorität. Bitte zögern Sie nicht, mir mitzuteilen, ob ich noch etwas tun kann. Das werde ich. Danke. Ich fühle mich dank Ihrer wunderbaren Gastfreundschaft schon wie zu Hause. Ich freue mich so, das zu hören. Genießen Sie den Rest Ihres Aufenthalts und lassen Sie mich wissen, ob ich Ihnen noch mit etwas anderem weiterhelfen kann. Wird reichen. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit nehmen, um sicherzustellen, dass meine Bedürfnisse erfüllt werden. Es macht den ganzen Unterschied. Dafür sind wir da. Ich freue mich, dass ich Ihnen helfen konnte, Ihren Aufenthalt komfortabler und angenehmer zu gestalten. Wunderbar.
Ich werde auf jeden Fall eine begeisterte Bewertung für Ihren außergewöhnlichen Service hinterlassen. Danke, Ma'am, das ist sehr nett von Ihnen. Ich freue mich darauf, Ihnen weiterhin eine hervorragende Erfahrung zu bieten. Ich habe keinen Zweifel, dass du das tun wirst. Ich bin in guten Händen. Nochmals vielen Dank und einen schönen Rest Ihres Tages. Du bist sehr willkommen. Ich hoffe, du hast auch einen schönen Tag. Bitte lassen Sie mich wissen, ob ich noch etwas tun kann. Lektion 16. Effizientes Erledigen von Besorgungen. Hey Anna, könntest du auch etwas Milch holen, während du unterwegs bist? Klare Sache. Gibt es einen bestimmten Typ oder eine bestimmte Marke, die ich abholen soll? Nur die normale Vollmilch wäre toll. Vielleicht nimm eine halbe Gallone, wenn Sie welche haben. Vollmilch, verstanden. Ich werde auch nach der größeren Größe Ausschau halten. Sollte ich der Liste noch etwas hinzufügen? Nun, da du in den Laden gehst, würdest du dir auch einen Laib Brot schnappen? Nur das Standardweiß oder Weizen ist in Ordnung. Absolut. Brot steht auf der Liste. Vollmilch und ein Laib Brot. Die hole ich auf jeden Fall ab. Wunderbar, du bist ein Lebensretter. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst, diese Besorgungen für mich zu erledigen. Gar kein Problem. Ich helfe gerne aus. Brauchst du noch etwas, bevor ich in den Laden gehe? Lass mich nachdenken. Oh, und wenn Sie frisches Obst haben, schnappen Sie sich vielleicht ein paar Äpfel oder Bananen. Die wären toll für Snacks. Exzellente Idee. Äpfel oder Bananen. Ich nehme eine Abwechslung. Irgendetwas Spezielles, nach dem du dich sehnst, oder was auch immer gut aussieht. Ich würde sagen, nimm einfach das, was am frischesten und reifsten aussieht. Ich mag entweder Äpfel oder Bananen. Du hast es. Milch, Brot und frisches Obst. Ich sorge dafür, dass alles Nötige eingesammelt wird. Gibt es eine bestimmte Zeit, zu der ich zurückkommen muss? Gar keine Eile, lassen Sie sich Zeit. Vielleicht in den nächsten 30 bis 45 Minuten, wenn das für dich funktioniert? Perfekt, das gibt mir viel Zeit. Ich werde sicher alles auf die Liste setzen und zurück sein, bevor du dich versiehst. Toll, du bist der Beste. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du dich für mich darum gekümmert hast. Es ist eine große Hilfe. Natürlich helfe ich gerne mit. In Ordnung, ich gehe in den Laden. Ich sehe dich gleich mit der Ware. Klingt gut. Danke nochmal, Anna. Ich fange mit den anderen Aufgaben an, während du unterwegs bist. Klingt nach einem Plan. Ich mache es schnell, damit du den Rest deiner Liste in Angriff nehmen kannst. Wir sehen uns bald. Freue mich schon drauf. Gute Fahrt und wir sehen uns, wenn du zurückkommst. Lektion 17. Förderung von Fitnessgewohnheiten. Das reicht, und mach auch mit deiner Laufroutine weiter. Danke, John. Es hat sich so gelohnt, dabei zu bleiben. Ich fühle mich gesünder und energiegeladener als je zuvor. Das ist toll zu hören. Konsequentes Training kann wirklich einen großen Unterschied machen, sowohl physisch als auch mental. Absolut.
Ich habe eine solche Verbesserung meiner Stimmung und meines allgemeinen Wohlbefindens bemerkt. Definitiv. Es ist erstaunlich, wie eine kleine tägliche Aktivität so tiefgreifende Auswirkungen haben kann. Genau. Und ich habe auch versucht, es zu vermischen, indem ich ein paar Mal pro Woche Krafttraining hinzufüge. Schön, deine Routine zu diversifizieren ist eine großartige Möglichkeit, die Dinge interessant zu halten und verschiedene Muskelgruppen anzusprechen. Definitiv. Ich finde, dass Crosstraining hilft, Langeweile vorzubeugen und meinen Körper herauszufordern. Das ist ein kluger Ansatz. Abwechslung ist der Schlüssel, wenn es darum geht, ein nachhaltiges Fitnessprogramm aufrechtzuerhalten. Vollkommen. Und weißt du, ich habe sogar angefangen, nach ein paar lustigen Gruppentrainingskursen Ausschau zu halten, um sie auszuprobieren. Oh, Gruppenunterricht kann eine großartige Möglichkeit sein, motiviert zu bleiben und auch ein wenig Zeit mit Freunden zu verbringen. Genau. Ich denke darüber nach, einen Spinningkurs oder vielleicht sogar ein Tanztraining auszuprobieren. Fantastisch, die klingen nach einer Menge Spaß. Gruppenunterricht kann ihrer Routine wirklich etwas Aufregung verleihen. Ich freue mich sehr, sie auszuprobieren. Es wird eine nette Abwechslung zu meinen Soloruns sein. Ganz gewiss. Und weißt du, falls du mal einen Trainingspartner brauchst, würde ich mich sehr freuen, dich zu begleiten. Oh, das wäre wunderbar. Ich würde das Unternehmen und die Rechenschaftspflicht lieben. Definitiv. Wir könnten uns gegenseitig motivieren und es zu einer unterhaltsamen sozialen Aktivität machen. Klingt perfekt. Ich lasse es dich wissen, wenn ich mich für einen Kurs anmelde und du kannst mitmachen. Fantastisch, kann es kaum erwarten. Es wird toll sein, gemeinsam in Form zu kommen.